Geschätzte Anwesende, die Sitzung ist eröffnet. Im Unterschied zu, sagen wir, England oder Frankreich zum Beispiel, die sehr so machtkonzentrierende Systeme sind, wo klar ist, wer entscheiden muss und auch die Macht und Kompetenz hat dazu, ist das System der Schweiz darauf angelegt, dass möglichst viele sich beteiligen können an den Entscheidungen. Also alle Parteien, Verbände, die Kantone und am Schluss sogar noch das Volk mit einer Volksabstimmung. In der Altersvorsorge, und ich würde meinen in anderen wichtigen Bereichen wie der Europapolitik auch, sehen wir im Moment tatsächlich die Situation, dass die Schweiz seit langen Jahren nicht in der Lage ist, Entscheidungen herbeizuführen, politische Entscheidungen herbeizuführen, weil die Reformen scheitern. Das liegt, sagt die politikwissenschaftliche Forschung, das liegt jetzt weniger an den Institutionen, weil diese Institutionen, die gleichen Institutionen, waren bis vor etwa 20 Jahren sehr wohl in der Lage, die Entscheidungen herbeizuführen. Seither ist das schwieriger und das liegt seither daran, dass die Parteien in der Schweiz sehr viel polarisierter geworden sind, viel weiter auseinanderliegen und weniger bereit sind, Kompromisse einzugehen. Und wenn Sie dann ein System haben wie die Schweiz, in dem die Institutionen eigentlich die Kompromisse nötig machen. Es braucht Kompromisse. Die Akteure, die Parteien und dann auch die Parteiwählerschaften im Volk, aber weniger bereit sind zu diesen Kompromissen, dann haben sie natürlich ein Blockaderisiko. Niemand will tiefere Renten. Niemand möchte Ja sagen dazu, dass man weniger kriegt am Ende des Arbeitslebens oder dass man länger arbeiten muss und weniger Wahlmöglichkeiten hat. Jetzt die Art und Weise, wie die Politik versucht, solche Reformen durchzubringen, ist, indem man ein Paket schnürt, das einerseits solche unpopulären Elemente enthält und andererseits aber auch sogenannte Kompensationen, Dinge, die die Leute wollen. Das ist aber verknüpft, das Paket. Und am Schluss kann man nur Ja oder Nein sagen zum Gesamtpaket. Das Problem in der Politikwissenschaft bislang war, dass wir die Leute in Umfragen immer nur zu einzelnen Bestandteilen dieser Pakete befragen konnten. Ob sie dafür sind, dass das Rentenalter erhöht wird oder dass die Steuereinnahmen für die Renten erhöht werden. Und diese einzelnen Aussagen erlauben uns nicht zu sagen, wie die Leute dann das Paket einschätzen. Und wir haben eine neue oder eine spezifische Umfragetechnik angewendet, um dieses Problem zu lösen. Und das besteht darin, dass den Leuten zwei Reformpakete gezeigt werden auf dem Bildschirm. Die bestehen aus den wichtigsten Elementen der Reform, also zum Beispiel im Rentenalter, Umwandlungssatz, Steuereinnahmen, was macht man für die Teilzeitbeschäftigten, so die wichtigsten Aspekte der Reform. Und dann für jeden dieser Aspekte gibt es eine Ausprägung, es wird erhöht, es wird reduziert, es bleibt gleich. Und diese Pakete, die wir den Leuten zeigen, die werden zufällig zusammengestellt. Und dann bitten wir die Befragten zu sagen, welches der Pakete sie besser finden. Und wenn man das 2000 Leute oder so fragt und die machen das alles 5, 6 Mal, dann kann man nachher relativ einfach statistisch ausrechnen, welche Elemente der Reform besonders wichtig sind dafür, ob die Leute Ja sagen zu einem Paket oder Nein. In all diesen Themen, jetzt Altersvorsorge, Klima und Corona, geht es eigentlich um stark generationenspezifische Fragen. In der Altersvorsorge geht es darum, die Altersvorsorge für die jüngere Generation langfristig zu sichern. In der Klimafrage geht es natürlich auch um einen langen Zeithorizont für unsere Kinder, Kindeskinder. In der Corona-Frage ist auch sehr stark natürlich gesellschaftlich die Frage akut, dass man die älteren Generationen schützen muss und dafür auch die jüngeren Generationen Einschränkungen hinnehmen müssen. Wir haben Umfragen gemacht im Sommer zu Altersvorsorge und Generationensolidarität und haben dort eine zunehmende Unterstützung gefunden für eine langfristige Sicherung der Renten zugunsten der Jüngeren. Ob das anhält über die Corona-Krise hinaus, das wird man sehen, das kann ich noch nicht beurteilen. Aber ich glaube einfach, weil dieser Generationenaspekt in all diesen 3 Megathemen so
so vordringlich und so prominent ist, dass hier schon eine Verbindung besteht, darüber, wie die Menschen denken, darüber, was politisch notwendig und jetzt angezeigt ist.